Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Hallo, wir befinden uns im letzten Schlussspurt. Es ist noch eine Woche, bis wir mit Jimmy wegfahren. Und ja, dementsprechend machen wir jetzt die allerletzten Vorbereitungen an Jimmy und wir starten mit der Trennwand. Ja, denn für die Verschiffung hat man uns angeraten, eine Trennwand hineinzutun, damit ja, niemand von der Fahrerseite nach hinten gehen kann. Und ja, das nehmen wir jetzt mal in Angriff und legen gleich los. Die Schablonen hat Jessie bereits schon fertiggestellt. Ich übertrage das jetzt aufs Holz und schneide das zurecht. Safety first. Ja, das sieht doch richtig gut aus. Jetzt mache ich noch die andere Seite. Ganz ein bisschen anschleifen, streichen und dann wäre das auch schon erledigt. Ja, das passt auch. Das Ganze wird dann hier oben noch befestigt. Und unten am Bett, ja, dann sollte das so passen. Und hier in die Mitte kommt dann einfach ein größeres Stück, was wir von vorne dann befestigen können. Und dann sollte das soweit sicher sein. Während Roberto die Trennwand baut, habe ich ein eigenes Projekt. Und zwar hatten wir doch in der Türkei einen Puff gekauft, zusammen mit ein paar Kissen. Die sind hier hinter mir zwischengelagert. Und ja, der Puff war richtig praktisch. Wir haben unsere Wäsche reingetan, hat uns sehr gut gefallen. Aber mit der Zeit haben wir gemerkt, er ist doch ein bisschen zu groß. Und deswegen nähen wir uns jetzt unseren eigenen Puff. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Und jetzt waren wir letztens spazieren in dem Hafen, wo wir einen großen Teil von Jimmy ausgebaut hatten. Und da gibt es eine Kaffeerösterei. Die haben ganz viele Säcke, die sie nicht mehr brauchen. Jutesäcke oder Kaffeesäcke. Und da haben wir kurzerhand welche mitgenommen. Die habe ich jetzt hier und ich glaube, die lege ich jetzt einfach mal hier aus, um das beste Motiv auszusuchen und daraus dann den Puff zu nähen. Ist schon lustig, da fallen immer wieder Kaffeebohnen aus den Säcken. Aber die sind noch nicht geröstet. Können wir leider nicht zum Kaffee verwenden. Die grobe Auswahl der Motive ist jetzt da, allerdings glaube ich, dass der Stoff doch ein bisschen zu grob ist, um ihn so einfach zu vernähen. Deswegen haben wir einen zweiten Stoff, den wir drunter legen werden. Also wir werden sozusagen 2 Stoffschichten überall haben. Und den schneide ich jetzt mal zu, denn der Puff setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen. Die überlege ich mir jetzt gerade nochmal, wie groß die genau sein müssen und schneide erstmal den Unterstoff zu, denn das wird mir helfen, die finale Position und auch die Auswahl der Motive zu treffen. Für den Seitenstreifen möchte ich eher dezentere Motive verwenden, vielleicht einfach nur simplen Text. Und jetzt ist mir eingefallen, ich könnte den eigentlich auch schräg positionieren. Es könnte eigentlich auch noch gut aussehen. Aber ja, ich glaube, damit befasse ich mich ein andermal. Ich möchte jetzt bei Roberto erstmal vorbeischauen und sehen, wie es bei ihm läuft. Vielleicht kann ich ihm was helfen. Und ja, ich glaube, hier machen wir dann morgen weiter. So, mal sehen, wie weit er ist. Also das hier sah gerade schon richtig gut aus, aber ich sehe ihn hier in der Garage. Mal sehen. Na, wie sieht's aus? Bist du fertig? Ja, ich bin eigentlich soweit fertig.
Ich suche noch die Farbe. Weißt du, wo die Farbe ist? Haben wir keine mehr? Nee. Dann müssen wir sie letztes Mal aufgebraucht haben. Ja gut, okay. Wir müssen sowieso in Hornbach gehen, weil wir noch die Platte für in die Mitte kaufen müssen. Okay. Kaufen wir auch gleich noch Farbe. Gut. Aber das andere ist fertig? Jo. Cool. Wir waren erfolgreich, wir konnten alles kaufen, was wir brauchten, und jetzt sind wir auf dem Heimweg. Wir möchten sicher noch eine Schicht streichen, aber wir stehen im Feierabendverkehr, also mal sehen, wie lange das dauert, aber wir sind mal zuversichtlich. Wir sind zurück vom Baumarkt und Roberto macht sich gleich wieder an die Trennwand. Dafür möchte ich aber noch ein bisschen vorsortieren, was wir so mitnehmen möchten, und eine Sache darf auf jeden Fall nicht fehlen. Das ist unsere Powerstation von Jackery. Der Explorer 500 hat uns letzten Winter nämlich wirklich einige Male gerettet. Gerade wenn im Winter nur so wenig Sonnenstunden vorhanden sind, ist eine zusätzliche Stromquelle wirklich sehr viel wert. Und der Explorer 500 hat das für uns perfekt erfüllt. Wir können darüber unsere Laptops laden, unsere anderen elektronischen Geräte, auch die elektronischen Geräte betreiben, und das über einen 230 Volt Stecker, über 3 USB-Stecker und auch über einen 12 Volt Autoanschluss. Geladen wird der Explorer über 3 verschiedene Möglichkeiten, einmal 230 Volt Steckdose, dann wieder den Autostecker oder über die Sonne. Und das ist natürlich für uns die liebste Variante. Wir haben nämlich dazu noch das SolarSaga 100, das ist ein 100 Watt Solarpanel, und das können wir mit den Füßen perfekt der Sonne entgegen ausrichten und so dann eben die Jackery laden. Seit März hat Jackery nun auch eine eigene deutsche Webseite, und dadurch ist es möglich, noch viel direkter und interaktiver in Kontakt zu treten. Und das Beste ist, wir haben für euch einen 10% Rabattcode mit Chirpy10, erhält ihr 10% Rabatt auf entweder den Explorer 500, so wie wir ihn haben, den Explorer 1000, das ist der größere Bruder, oder auch das SolarSaga 100 oder auch das Kombi-Set. Schaut doch auf der Webseite vorbei, wir finden sie richtig informativ, und ja, wir nutzen jetzt noch den Rest des Tageslichts und werden hoffentlich mit der Trennwand fertig. Am Ende sieht das so aus, die 3 Platten, die 2 Schablonen, die wir ja schon vorhin gesagt haben, das haben wir jetzt aus dem Baumarkt geholt. Werden wir aber noch in der Mitte teilen, denn ansonsten bringen wir halt die ganze Platte nicht von der Seite rein. Auf der Rückseite werden wir noch diese Einschlagmuttern einschlagen und dann das Ganze befestigen. So, jetzt nehmen wir wieder alles raus, schlagen die Einschlagmutter rein und bohren noch die restlichen Löcher, denn von hier kommen wir gar nicht rein. Es sieht, würde ich mal sagen, richtig gut aus. Die Schrauben sitzen sogar immer noch, auch jetzt, nachdem wir es draußen und wieder drin hatten. Ja, wir haben jetzt noch 2 Stellen gefunden, wo wir noch zusätzlich Schrauben reinsetzen, denn da können wir sie besser mit dem Metall von der Karosserie auch nochmal verbinden. Und ja, ich glaube, nachher können wir endlich mal streichen. Als wir auf dem Heimweg waren, haben wir nur vom Streichen gesprochen, also kommen wir jetzt hoffentlich endlich mal dazu. Ich glaube, das war eine ziemlich beschissene Idee mit der Farbe. Also die Farbe an sich ist schon kacke, aber So, das war's für heute. Ich lasse es jetzt über die Nacht trocknen. Morgen werden wir wahrscheinlich noch die zweite Schicht machen, obwohl ich nicht weiß, ob das was bringt. Ja, morgen müssen wir aber auch noch Jim in die Werkstatt bringen, denn wie schon letztes Mal gesagt, kurz vor der Abreise geht natürlich noch ein Semmering hinten links kaputt. Das muss gemacht werden, bevor wir das Fahrzeug verschiffen können. Und ja, dann sehen wir uns wieder
wenn es weitergeht mit dem Einräumen. Heute früh haben wir Jimmy schon zum Mechaniker gebracht. Der steht jetzt bei ihm und wird nochmal 100%ig auf Vordermann gebracht, damit er fit für die Reise ist. In der Zwischenzeit stehen die meisten Dinge an, denn wir brauchen den Van dazu, aber den Puff kann ich in der Zwischenzeit weitermachen. So, jetzt habe ich mal die zwei jeweiligen Stoffschichten zusammengenäht für jedes einzelne Teil. Und jetzt geht es darum, die zusammenzusetzen. Weiß nicht, ob man es vorher gesehen hat, die Motive waren leider ein bisschen zu kurz, um einfach nur 2 Säcke zu verwenden. Also habe ich jetzt 4 Stücke, die für die Seitenteile verwendet werden. Und darum muss ich jetzt nochmal schauen, dass ich damit auf die genauen Maße komme, die ich brauche. Aber ja, also es reicht auf jeden Fall. Ich muss nur vielleicht wo noch ein bisschen mehr wegschneiden. Aber ich glaube, das ist das kleinste Problem. Ich muss sagen, dieses Stück hier mit dem Reißverschluss war nochmal ganz schön anstrengend. Ich muss mich ziemlich konzentrieren, aber ich glaube, es hat geklappt. Das wird ja dann so da drüber gestülpt, damit das verdeckt ist. Und jetzt können wir es auf den Rest des Puffs draufnähen und dann sollten wir fertig sein. Und damit sollte der Puff fertig sein. Ich habe den letzten Faden verknotet. Und jetzt können wir ihn umdrehen und sehen, wie er aussieht. Gestern hatte ich es vergessen. Heute zeige ich euch endlich den fertigen Puff. So sieht er aus. Er ist natürlich jetzt nicht gestopft oder gefüllt, denn da kommt ja unsere Wäsche rein. Da wird es keinen Sinn machen. Hier unten ist der Reißverschluss. Darüber kann man... Nein, hier drüben ist er. Darüber kann man dann die Wäsche rein und rausnehmen. Ich glaube, das sollte so gehen. Und ja, ich würde sagen, ich bin mit dem Ergebnis relativ zufrieden. Jetzt muss er sich nur noch in der Realität bewähren. Ich gehe jetzt aber bei Roberto nachschauen, denn er hat schon angefangen, die fertige Trennwand reinzustellen. Und da will ich natürlich dabei sein. Ah, das sieht ja schon recht gut aus. Ja, ich habe soeben die untere Platte montiert. Ich muss sie noch fest anschrauben. Und danach können wir noch die obere hinschrauben. Mal schauen, wie das aussieht. Also dann für den Transport werden wir sie wahrscheinlich wegnehmen. Und ja, danach können wir eigentlich schon einräumen. Hier sieht man jetzt auch, wie die Farbe rausgekommen ist. Irgendwie komisch. Also ich glaube, wir hätten uns das sparen können. Ja, weil durch den Glanz dieser Farbe sieht man irgendwie die Struktur des Holzes fast noch besser. Also auf jeden Fall ist es keine einfache schwarze Wand geworden. Und wirklich decken tut sie es auch nicht, obwohl wir noch insgesamt 2 Schichten drauf haben. Ach. Weißt du noch, was oben ist? Ja, das haben wir gekennzeichnet. Gut. Ja, so soll das nachher mal aussehen, wenn es fertig ist. Aber ja, es passt. Montieren das jetzt weg und füllen den Van. Zum
Zum Glück hat Roberto beim letzten Mal, also beim Ausräumen, Fotos gemacht, wie das alles ja, verstaut war. Denn es ist ja alles Millimeter Arbeit und wenn es irgendwie andersrum reinkommt, dann passt es nicht mehr. Und ja, jetzt war ich mir auch gerade bei den Schüsseln unsicher und zum Glück hatten wir davon ein Foto. Wir haben noch richtig viele Dosensachen, also Tomaten, Thunfisch, Erbsen, alles aus der Türkei und ja, das nehmen wir jetzt mit, denn Dosen darf man mitnehmen, auch aufs Schiff. Wenn es reinpasst. Das nimmt wirklich kein Ende. All das hier muss noch rein und gut, das Gute ist, es sind hauptsächlich Stoffsachen, also unsere Bettbezüge, Isolationsmatten, der Puff, ja, unser ganzes Campingzeug. Ja, Jimmy ist eigentlich wie gesagt schon voll, aber ja, irgendwie muss das rein. Noch mehr? Ja. Oh Gott. Noch eine Kiste. So, ich würde sagen, damit sind wir so gut wie fertig. Das Einzige, was noch fehlt, sind unsere Kleider, aber die kommen ja in den Kleiderschrank. Und ja, ansonsten, der Van soll ja blickleer sein für die Verschiffung. Das Einzige, was außerhalb der Schränke sein wird, ist eben diese große Tasche hier. Aber die surren wir auch zum Boden fest. Also sollte das eigentlich kein Problem sein. Und bevor ich es vergesse, möchte ich aber noch kurz zeigen, was für Kleinigkeiten wir hier im Van drinnen abgedatet haben. Zum einen haben wir hier dieses Gummiband, wo jetzt unser Küchenpapier dran hängt. Das ist super praktisch, denn jetzt haben wir es endlich griffbereit. Es liegt nicht irgendwo im Schrank nur so rum. Und wir haben es während der Fahrt getestet. Es entrollt sich nicht von selbst. Also würde ich sagen, ist es relativ gut gelungen. Und hier hinten haben wir, ja, das ist eigentlich ein Schranktürgriff. Den haben wir hier dran geschraubt und da können wir jetzt unsere Lappen, wenn die nass sind, einfach so dranhängen und das trocknet bestens während der Fahrt, weil es eben auch gut Luft kriegt. Und dann haben wir vorne noch in beiden Tritten, also vom Fahrer und Beifahrer, haben wir auch noch Gummiseile gespannt, da können wir dann unsere Schuhe reintun. Wir hatten ja mal einen verloren, das war eine ziemliche Odyssee, das sollte jetzt nicht mehr passieren. Und ja, ich glaube, das sind ganz gute Neuerungen. Eine Sache, die wir gerne noch mit euch teilen wollten, war die Sicherung des Fahrzeugs während des ganzen Verschiffungsprozess. Auf der einen Seite habt ihr ja schon bereits gesehen, dass wir vorne eine Holzwand eingebaut haben. Die sichert halt den vorderen Bereich mit dem hinteren Bereich. Zusätzlich wurde uns aber angeraten, noch die Schiebetür und die Hecktür zusätzlich noch zu sichern. Dafür haben wir uns in Polen ja, so eine Metallplatte mit Löchern schneiden lassen. Und das Ganze wird dann hier hinten mit Einpressmuttern, also nicht am Holz, sondern am Metall hinten befestigt. Also das kommt dann quasi so rein, wird angeschraubt an 4 Punkten und ja, dann sollte das zumindest die Hecktür absichern. Für die Schiebetür haben wir hier solche Karabiner. Der eine kommt an die Tür, der andere kommt an die Karosserie und ja, das wird verbunden und dann geht die Tür wirklich ganz minimal auf. Uns ist aber auch bewusst, dass 100%ige Sicherheit gibt es einfach nicht. Also wenn jemand reinkommen will, dann wird das wahrscheinlich können. Wir haben das jetzt so gut wie möglich abgesichert für unsere Zwecke und ja, wir hoffen, dass Jimmy gut in Kanada ankommt und dass halt alles noch drin ist, was jetzt da drin ist. Und damit sind wir eigentlich auch schon fast fertig. Es fehlt wirklich nur noch die Matratze und ja, ein paar Sachen, Kleinigkeiten in den Schrank, aber dann war es das auch schon. Ja, wir werden die nächsten Tage das Fahrzeug zum Hafen bringen und ja, den ganzen Prozess mit der Verschiffung werden wir euch auf jeden Fall nächste Woche dann zeigen. Ja. Wir sind ziemlich fertig, wir sind froh, wenn es endlich losgeht. Auf der anderen Seite, die letzten paar Wochen waren ziemlich streng für uns.
Ja, und gerade jetzt so der Endspurt, das war wirklich, ja, man glaubt gar nicht, was alles anfällt, was man tun muss, um so eine Verschiffung und so eine Reise zu planen. Aber bald geht's los. Wir freuen uns schon riesig. Wir freuen uns, wenn ihr auch dabei seid und nächste Woche wieder einschaltet. Bis dann. Bis dann. Ist schon lustig. Ich finde immer wieder Kaffee in den Säcken. Da fällt immer wieder mal ein Kaffeebohne. In der Wohnung waren, was